Jetzt wage ich mich mal wieder an ein schwieriges Thema heran, eines, das ich oft behandle, und das ist das Thema das Göttliche. Was bedeutet für mich Gott? Wie definiere ich Gott? Gott ist für mich der oder das Ursprung von allem. Man könnte also sagen, nimmt man mal den Spruch aus der Bibel: Alles, was ist, ist erschaffen, oder anders gesagt, nichts, was ist, ist, ohne dass es gemacht ist, erschaffen ist. Das heißt, ich kann bei allem, was ist, sozusagen zurückgehen zu dem Ursprung, aus dem es ist, worauf es basiert. Es gibt also etwas Schöpferisches. In der Bibel heißt es: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Wenn man es so betrachtet, könnte man sagen, das Wort hat erschaffen. Wenn sozusagen Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht, dann ist dieses Licht, diese Lichtwerdung aus dem Inhalt des Wortes entstanden. Man könnte sagen, sozusagen, das Wort erteilt den Befehl, die Aufgabe. Das Wort selber enthält Schöpferkraft. Dann kann ich sagen, Gott war das Wort. Der Schöpfer, das Schöpferische, war das Wort im Wort, das Wort selbst, und hat etwas erschaffen, was vorher nicht war, was auch nicht geworden ist aus irgendetwas, sondern in dem Nichts, in der Leere ist es entstanden durch das, was das Wort sagt. Und ich definiere es so: Gott war schon, bevor etwas war. Denn es heißt ja, nichts, was ist, ist ohne dass es geschaffen ist. Es gibt also eine treibende, gebärende Schöpferkraft. So könnte ich es sagen. Ich kann also immer weiter zurückgehen, wenn ich mal die Zeit als Maßstab nehme, immer weiter zurückgehen und mich fragen, was ist der Ursprung von diesem? Was ist der Ursprung von jenem? Was ist der Ursprung? Wo ist die Urkraft, die Urenergie? Dann kann ich immer weiter zurückgehen und weiter zurückgehen in die Endlosigkeit sozusagen. Der Raum wird immer größer, unendlich groß, was ich noch
betrachten kann oder betrachten möchte oder definieren möchte oder definieren kann oder empfinden kann. Ich könnte auch sagen, Gott wird immer größer, immer größer, immer größer, diese Schöpferenergie. Und sie war schon immer existent, auch in der Zeitlosigkeit sozusagen. Sie hat keinen Anfang und kein Ende, sondern sie ist schon immer in der Ewigkeit. Und erst aus dieser Kraft, die schon ewig ist das entstanden, was ist, was gemacht ist auch entstanden Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Es ist sozusagen in diesem Inneren geworden, in dem, was schon ewig existiert und da ist, das Göttliche, das erschafft. Die ursprüngliche Schöpferkraft. Und deshalb sage ich, Gott ist das, was schon war, bevor etwas war. Denn es muss ja, wenn etwas gemacht ist, das geben, was dieses macht. Die Schöpferkraft, der Schöpfer, der oder die Schöpfer. Diese Kraft muss ja sein, außer dieser ersten ursprünglichen Kraft, die nicht erschaffen ist, weil dann könnte ich wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, also wenn auch das Schöpferische erschaffen ist, was ist denn dieses, was die Schöpferkraft erschaffen hat? Was ist denn das? Und wenn ich so weit zurückgehe, komme ich in die Endlosigkeit. In die Endlosigkeit, in die Zeitlosigkeit, in die Ewigkeit und bekomme so eine Ahnung davon, wie groß Gott ist, das Göttliche, was wir Gott nennen, als Gott bezeichnen. Und wenn Gott schon immer war, das Göttliche, können wir auch sagen, wir sind ein Teil Gottes, wir sind in Gott. Wir sind in diesem, was schon ewig ist, sind wir Bestandteil. Das heißt ja gemacht nach Gottes Ebenbild. Wir haben also auch das, weil das Ebenbild sich nicht auf das Äußerliche bezieht, sozusagen, sondern das Ebenbild, damit ist gemeint das Wesen Gottes, die Wesenskraft. Wenn Gott also das Schöpferische ist und etwas erschafft und wir sind das Ebenbild Gottes, dann können wir auch erschaffen. Sind wir auch schöpferisch. Vielleicht kommt daher unser Mühen oder unser Spaß daran, dass wir immer etwas erschaffen wollen. Immer etwas erschaffen wollen, was noch nicht da war. Wir konstruieren uns etwas, wir denken uns etwas, wir erfinden etwas, wie man es nennen kann, etwas, was noch nicht da war, und dann versuchen wir das umzusetzen, zu realisieren, lebendig zu machen, nach unserem Vermögen.
Das ist aber eine technische Lebendigkeit, so kompliziert sie auch sein mag und so vollendet ist sie nicht wie das lebendige Leben, das, was ursprünglich von Gott gemacht ist. Gott schenkt Leben, hat das Leben erschaffen. Wir versuchen es sozusagen ein Abbild zu machen, aber wir können kein Leben erschaffen. Wir können nicht jetzt aus dem Nichts etwas erschaffen, das wirklich so lebt, wie wir auch leben oder wie die Tiere leben. Dazu haben wir nicht die Kraft oder das Vermögen. Wir können wohl das Leben beobachten, das Leben beurteilen, wir können neues Leben entdecken, aber es ist alles schon, was erschaffen ist. Wir können noch erkennen, sozusagen die Vermehrung, die Fortpflanzung, der Erhalt dieses, was ursprünglich erschaffen ist, geschaffen ist. Ja, so denke ich. Und das ist für mich das Göttliche, eben der Ursprung von allem. Ich könnte sagen, der Ursprung vom Ursprung. Es gibt vor Gott nichts, was ursprünglich ist oder was schon da war, sondern Gott war schon immer und hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt auch, Gott ist unsterblich. Ja, das wollte ich jetzt gerne sagen. Also Gott, der Schöpfer, war schon bevor etwas war, weil dieser Schöpfer das, was ist, erst erschaffen hat. Vorher war es nicht. So wie eben zu sagen, es werde Licht und es ward Licht. Vorher war kein Licht. Ja. So, das wollte ich jetzt gerne sagen. Und das war wieder etwas zu meinem Lieblingsthema oder einem meiner Lieblingsthemen. Und jetzt sage ich Shalom und ich sage auch dieses, weil ich so empfinde. Ich wünsche uns Frieden auf Erden. Das wünsche ich. Es möge Frieden werden auf Erden. Das ist etwas, was ich in den Raum setze. Worte, die ich in den Raum erzähle. Und jetzt sage ich Shalom.